Wie oft hast du dich eigentlich schon zurückgehalten, nur aus Angst, komisch zu wirken, sei es beim Sprechen einer neuen Sprache oder in ganz normalen Alltagssituationen? Wir alle fragen uns oft, wie wirke ich auf andere? Heute zeige ich dir, warum das unser Wachstum einschränkt und warum es am Ende niemanden wirklich interessiert, ob du perfekt bist oder nicht. Hol dir einen Tee, mach es dir gemütlich und lass uns genauer darüber sprechen. Willkommen bei Cozy German. Ich merke das bei mir selbst gerade stark. Ich lebe ja in Korea und lerne Koreanisch. Und obwohl ich theoretisch weiß, wie man Sprachen lernt, gibt es immer wieder diese Situationen, in denen ich komplett blockiere. Sagen wir mal, ich stehe im Laden, will nur kurz etwas fragen und zack, mein Kopf ist plötzlich leer. Es kommt einfach kein vernünftiger Satz raus. Man fühlt sich in diesem Moment plötzlich so unsicher. Fast so, als hätte man verlernt, wie man eigentlich spricht. Und dann kommen sofort diese Gedanken hoch. Was, wenn ich jetzt etwas Falsches sage? Was, wenn das total komisch klingt? Was denken die anderen wohl gerade von mir? Und ich glaube, was viele von uns unterschätzen ist, wie emotional das Ganze eigentlich ist. In einem neuen Land zu leben, kann sich manchmal einsam anfühlen. Auch wenn man das Land mag, auch wenn man die Kultur spannend findet, man fühlt sich trotzdem oft irgendwie fremd. Und ein großer Teil davon ist einfach die Sprache. Jedes Gespräch kostet am Anfang so viel Energie. Jeder Satz fühlt sich ein bisschen fast wie ein Risiko an. Und gerade wenn man eher introvertiert ist das nochmal eine weitere Herausforderung. Ich merke das bei mir auch. Schon in meiner eigenen Muttersprache bin ich eher ruhig und brauche meine Zeit, um mich zu öffnen. Und in einer neuen Sprache wird das durch die Sprachbarriere einfach nochmal verstärkt. Man zieht sich unbewusst zurück, vermeidet Gespräche und hofft manchmal einfach, dass einen niemand anspricht. Ein Gedanke, der dabei immer wieder in mir auftaucht, ist, ich will nicht komisch wirken, ich will nicht wie ein Anfänger klingen. Man möchte irgendwie beweisen, dass man es kann. Aber genau dieser Druck macht am Ende alles noch viel schwerer, weil man eben nicht einfach natürlich spricht, sondern jeden einzelnen Satz im Kopf 10-mal überprüft, bevor man ihn effektiv ausspricht. Das ist ein innerer Filter, der uns blockiert. Und am Ende passiert genau das, was wir vermeiden wollten. Man sagt einfach gar nichts. Und wisst ihr was? Das geht uns nicht nur beim Sprachenlernen so. Das ist ein Muster, das ich überall sehe. Und bei mir selbst auch. Wir fragen uns oft, wie wirke ich auf andere? Ist das okay? Mache ich mich gerade zum Affen? Wir verstecken uns oft, zeigen nicht, wer wir wirklich sind oder trauen uns nicht, das zu tun, was wir eigentlich wollen. Nur aus Angst, dass Leute uns verurteilen könnten. Wir spielen eine Rolle, um bloß nicht anzuecken. Aber eigentlich ist das total schade, weil wir uns damit selbst einschränken. Das ist beim Sprechen einer neuen Sprache genauso wie in unserem ganzen Leben. Und dann kam irgendwann ein Gedanke, der mir nicht nur beim Sprachenlernen, sondern im ganzen Leben geholfen hat. Niemand denkt so viel über dich nach wie du selbst. Viele denken, alle Augen sind auf uns gerichtet und jeder bewertet uns. Aber die Wahrheit ist, die Leute sind viel zu sehr mit ihrem eigenen Leben, ihren eigenen Unsicherheiten und ihren eigenen Sorgen beschäftigt. Niemand ist ein strengster Kritiker, außer du selbst. Wenn wir das einmal wirklich verstehen, fällt so viel Druck von unseren Schultern.
Dann können wir anfangen, uns weniger zu verbiegen und mehr wir selbst zu sein. Egal ob beim Deutschsprechen oder bei den Entscheidungen, die wir im Leben treffen. Ich habe mich dann mal gefragt, wie reagiere ich eigentlich, wenn jemand mit mir Deutsch spricht und dabei Fehler macht? Und ganz ehrlich, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, ich finde das cool. Ich denke mir eher, oh, wie mutig, dass diese Person es versucht. Ich habe da sofort Respekt vor. Und ich höre geduldig zu, weil ich weiß, wie schwer das ist. Und dann kommt automatisch die nächste Frage. Warum bin ich zu mir selbst eigentlich so viel strenger? Warum denke ich sofort, ah, das war schlecht oder das war jetzt voll peinlich? Wenn ich zu anderen zu freundlich und verständnisvoll bin, warum kann ich das nicht auch bei mir selbst gegenüber sein? Ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, dass es sich am Anfang manchmal unangenehm anfühlt. Es gibt diesen perfekten Moment zum Sprechen einfach nicht. Man wird Fehler machen. Man wird sich mal unsicher fühlen. Und ja, man fühlt sich vielleicht auch mal kurz ein bisschen, sagen wir mal, doof. Aber genau das gehört dazu. Das ist eigentlich der Moment, in dem man wirklich lernt und wächst. Ich habe oft Menschen gesehen, die einfach drauf losreden. Mit vielen Fehlern. Manchmal ziemlich chaotisch. Und trotzdem, sie werden verstanden. Und sie werden besser. Und zwar oft viel schneller als wir. Warum? Weil sie es einfach machen. Sie trauen sich. Für mich ist gerade dieser Gedanke der wichtigste. Es ist eigentlich ziemlich befreiend, dass es den anderen völlig egal ist. Weil das bedeutet für mich, ich darf Fehler machen. Ich darf einfach sprechen. Ich darf unperfekt sein. Und vielleicht macht uns genau diese Erkenntnis ein kleines bisschen mutiger. Mich würde da wirklich interessieren, kennst du dieses Gefühl auch? Gab es schon mal eine Situation, in der du dich eigentlich nicht getraut hast zu sprechen? Oder einen Moment, in dem du es trotz der Angst trotzdem gemacht hast und danach richtig stolz auf dich warst? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich glaube, wir sitzen da alle ein bisschen im selben Boot. Sei heute ein bisschen freundlicher zu dir selbst. Bleib entspannt und bis bald bei Cozy German. Tschüss!